Einen wunderschönen guten Tag zusammen und willkommen zurück zu Kotlin und Tests. Heute wollen wir uns angucken, was genau man eigentlich beachten muss, wenn ich jetzt hier zum Beispiel mir einen Test schreibe, der vielleicht ein wenig aufgebaut werden muss. Dazu ein kleines Beispiel. Wir haben jetzt hier eine sehr, sehr simple Klasse, okay? Wir haben jetzt hier die Klasse MyClass und ja, das ist jetzt nicht wirklich so ein Brüller, sage ich jetzt mal. Aber was wir hier durchaus auch noch haben könnten, wäre vielleicht Objekte, die aufgebaut werden müssen, okay? Also sowas wie eine Datenbank muss aufgebaut werden für meinen Test. Vielleicht will ich testen, wie meine Datenbank aussieht nach einigen gewissen Funktionen, okay? Das heißt, ich muss erstmal hier die komplette Datenbank aufbauen. Ich muss erstmal eben meine ganzen Objekte aufbauen und so weiter und so fort. Und das kann wirklich, wirklich komplex werden. Und man muss es höchstwahrscheinlich vor den allermeisten Tests wiederholen. Das heißt, was man am Ende hat, ist Copy-Paste und ja, ihr wisst bereits, dass Copy-Pasten sehr, sehr unpraktisch ist. Vor allem kann man sich auch mal in Tests vertun und dann gibt es da kleine Fehler. Und deswegen gibt es sogenannte Before-Methoden. Also nach jedem Test, ganz kurz, als kleine Ergänzung, ja, wobei, das machen wir gleich ohnehin noch. Hier sagen wir dann einfach sowas wie, okay, wir haben, sagen wir mal, ein Objekt, das ist in unserem Fall jetzt eine Variable vom Typ x vom Typ int und die ist 0. So, das ist jetzt einfach irgendwas, was wir annehmen, dass wir das haben, okay? Und wir bauen jetzt unsere ganzen Objekte, also wir bauen zum Beispiel unser MyClass-Objekt mit diesem Parameter x und dieses x muss halt erstmal aufwendig gebaut werden. So, dann lagere ich das hier auch aus und packe das hier normalerweise außen hin. So, und jetzt kann ich natürlich sagen, hey, es gibt Code, den ich vielleicht echt berechnen muss. Sehr, sehr komplexen Code, der in eine Methode ausgelagert werden muss, den ich jetzt hier nicht als Einzeiler reinschreiben kann, um dann eben meine ganzen Variablen so zu haben. Den packt man normalerweise in eine Setup-Methode. Und diese Setup-Methode, da könnt ihr quasi reinschreiben, was ihr wollt. Ihr könnt zum Beispiel auch reinschreiben, dass x gleich 42 ist. Und ihr müsst die aber markieren, damit die auch überhaupt ausgeführt wird in euren Tests, mit org.junit.before. Okay? Und dann wird das einfach vor jedem Test ausgeführt. Dazu komme ich sofort, wenn wir mehrere Tests haben, dann sehen wir auch direkt, wie das interagiert. So, und jetzt bauen wir uns das einfach mal. Achso, ja gut, das macht nicht wirklich Sinn. Ich habe ja hier am Test nicht wirklich was geändert. Wir sagen hier, dass das Actual eigentlich ein x plus 1 ist. Ja, wegen diesem 1 hier. Okay? So, und jetzt gucken wir mal, was hier passiert, weil x ist ja 0 gewesen und jetzt wurde es hier in der Setup-Methode auf 42 gesetzt und wir sehen, der Test ist völlig legitim durchgelaufen, es gab keine Fehler, es ist nichts passiert, was nicht hätte passieren dürfen, während wenn ich dieses org.junit.before weglasse, sprich nicht definiere, dass das vor jedem Test ausgeführt wird, dann passiert Folgendes, logischerweise. Dann habe ich hier mein x nicht verändert auf 42 und dann bekomme ich hier natürlich ein Assertion Error. Das heißt, mein Test ist fehlgeschlagen und ja, erwartet wurde 43, aber tatsächlich wurde 1 ausgegeben. Also sehen wir eigentlich, dass ich das völlig falsch aufgebaut habe hier. Es tut mir sehr, sehr leid. Eigentlich erwarten wir x plus 1, okay, das ist das, was wir hier quasi in dieser Testklasse berechnen. Und was tatsächlich rausgekommen ist, ist res, ja. So, expected ist x plus 1, also quasi 43, das, was wir hier berechnen. Und res ist das, was von unserer Klasse rausgekommen ist. Also muss es eigentlich so rum sein. So, und wenn ich das jetzt laufen lasse, dann sehe ich hier, okay, expected 1, actual 43. Das heißt, man hat erwartet, dass 1 rauskommt, aber tatsächlich hat unsere Methode 43 rausgegeben. Ja, schwierig, denn 43 ist das richtige Ergebnis. Das ist das, was wir erwarten. Und das liegt einfach nur daran, dass ich hier eben nicht definiert habe, dass diese Methode ausgeführt werden soll. Das heißt, ich muss hier definitiv ein Before angeben. Zum Abbauen von den Tests, also falls ihr irgendwie eine Datenbank erstellt habt und die dann irgendwie wieder gelöscht werden soll, weil ihr natürlich die Tests vollautomatisch durchführt, braucht ihr eine Methode, die nennt sich normalerweise fun tear down, also quasi reiß ab, ja. Und die bauen wir und sagen dann hier eben x ist gleich 0. So, dann wird x quasi wieder auf seinen ursprünglichen Zustand gesetzt. Und wir machen das natürlich mit org.junit.after.
So, hat in dem Fall nichts mit dem After zu tun, aber ja, genau. So, und jetzt sehen wir hier, bam, die Tests laufen durch und am Ende wird X wieder auf 0 gesetzt, also weil eben dieses Teardown hier automatisch auch aufgerufen wird, aber das sind keine eigentlichen Tests. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel mehrere Tests habe, ja, aber dieses x = 42 muss eben vor jedem ausgeführt werden, weil es eben diese Datenbank befüllt mit irgendwelchen coolen Daten und ich möchte eben auf diesen Daten mehrere Dinge testen, ja. Dafür ist das quasi gedacht. Dann habe ich hier natürlich org. Die Methode muss ich ein bisschen umnennen, nennen wir sie einfach mal bar. Und dann sehen wir hier, wenn ich Play drücke, aha, toll, jetzt haben wir hier offensichtlich 2 Tests und beide Tests laufen durch, weil sie quasi derselbe sind. Also recht unsinnig, aber ja. Kleiner Tipp zum Testen, wobei, nee, das mache ich, glaube ich, in einem separaten Video, Tipps zum Testen. Wobei, eigentlich kann ich das kurz sagen. Tipps zum Testen. Wir wollen eigentlich, wie gesagt, die Coverage habe ich schon erklärt. 80% ist okay-ish, 90% ist gut und mehr als 90% ist super. 100% werdet ihr wahrscheinlich nie schaffen. Und wenn ihr jetzt hier testet, dann schaut vor allem, dass ihr Randfälle auch testet. Also irgendwie Sachen wie ungültige Eingaben testen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier für foo irgendwie null eingebe, ja, was erwarten wir dann eigentlich? Gut, das dürfen wir in dem Fall gar nicht, weil Kotlin eine geile Sprache ist. Aber für den Fall, dass ich null reinbringen kann, muss das natürlich irgendwie abgedeckt sein. Für den Fall, dass irgendwie fehlerhafte Eingaben reinkommen, das muss alles abgedeckt sein in euren Tests. So. Und wenn ich jetzt mehrere Tests habe, diese Tests verändern häufig mal den Zustand von irgendwas, ja. Deswegen zum Beispiel Datenbanken müssen initialisiert werden mit einer Before-Methode, da muss eben immer genau dasselbe drinstehen. Aber im Normalfall, wenn ihr jetzt hier mit Objekten arbeitet, also nichts, was irgendwie extern ist, zum Beispiel nicht, wenn ihr irgendwie Dateien lest, dann müsst ihr das machen. Aber wenn ihr mit Objekten arbeitet, dann passiert Folgendes. Ich nehme jetzt hier einfach mal das X und sage, das ist auf 55, ja. Das wird auf 55 gesetzt. Wenn wir das hier durchlaufen lassen, sehen wir natürlich, dass das trotzdem eben wieder zurückgeht, ja. Selbst wenn ich jetzt das hier wegmache, nehmen wir einfach mal folgenden Code. Ich mache hier in meinem myClass eine Variable vom Typ eine Variable namens x vom Typ int und setze die auf 42. So. Und wenn ich jetzt hier eben sage, mein Objekt.x wird auf 55 gesetzt, was natürlich überhaupt nicht sein kann, und ich printe das mal ganz kurz hier unten drin, dass wir auch wirklich sehen, hey, im Objekt wurde x auf 55 gesetzt. Gucken wir mal, was dieses Objekt, Objekt.x hier in diesem Test ist, ja. Gehen wir einfach mal her und starten das Ganze. So, und dann sehen wir hier, Objekt ist erstmal, also bar wird zuerst ausgeführt. Das ist natürlich ungünstig. Dann sollten wir es hier drin auch vielleicht noch ändern auf, also ihr wisst zum Beispiel auch nicht, in welcher Reihenfolge diese Tests immer ausgeführt werden. Das ist ein bisschen unterschiedlich. So. Und jetzt sehen wir hier, okay, erst ist das x42. Das hat überhaupt keine Aussage hier gebracht, ne? Ich muss das Ding hier auch noch ausgeben lassen. So. Es tut mir leid, das war gerade ein bisschen verplant von mir. Okay, hier sehen wir, okay, bar wird zuerst ausgeführt, da kriegen wir erst die Ausgabe 42 und dann 62. Das heißt, das x wurde verändert, ja. Achtet darauf, in unserer Teardown und in unserer Setup-Methode tun wir überhaupt nichts mit OBJ, ja. Wir behandeln das quasi gar nicht. Wir verändern es nur in den Tests jetzt gerade und das ist Absicht. Während in foo kriegen wir zuerst die Ausgabe 42 und dann 55. Aber obj.x sollte zu diesem Zeitpunkt hier ja eigentlich 62 sein. Wir haben das ja gerade hier verändert. Was das bedeutet, ist im Endeffekt, Dinge, die ihr hier drin erstmal definiert, die werden jedes Mal neu ausgeführt. Das heißt, diese myClass-Test kriegt quasi für jeden einzelnen Test hier seine eigene Instanz. Das heißt, wir initialisieren myClass-Test und führen darauf diesen ersten Test, also foo, aus. Wir initialisieren myClass-Test, ein zweites myClass-Test, okay? Und führen darauf bar aus. Das heißt, ihr braucht keine Angst haben, wenn ihr jetzt hier irgendwie einige Objekte verändert, dass die danach verändert bleiben. Das müsst ihr nicht in Teardown und Setup behandeln. Was ihr in Teardown und Setup behandeln müsst, ist allerdings, wenn ihr externe Sachen nutzt. Also zum Beispiel irgendwelche Datenbanken, die gespeichert werden, irgendwelche Dateien, die geschrieben wird, die müssen alle wieder erst beschrieben werden in der Setup-Methode und dann wieder
zurückgeschrieben werden sozusagen in der Teardown-Methode, falls ihr das braucht. Also solche Dinge eben. Das müsst ihr bedenken. Und natürlich, Setup ist auch super sinnvoll, wenn man jetzt irgendwie komplexere Initialisierung als nur das hier hat, okay? Ja, und das war's eigentlich von meiner Seite auch erstmal schon wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.